Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Warum ich eine Sonnenbrille in einem geschlossenen Raum anhabe, fragt ihr euch? Das hat unter anderem mit dem Erstflug von diesem Baby hier zu tun. Und deswegen würde ich sagen, bleibt dran, darüber reden wir nämlich heute. Ich habe es endlich geschafft, aber ich denke mal, jetzt kann ich die auch abnehmen. Sonst sehe ich gar so doof aus. Ja, in meinem letzten Video habt ihr ja das Unboxing gesehen für den Goblin Raw 580, also für dieses Baby hier. Und ich muss tatsächlich sagen, der Aufbau ging überraschend schnell von der Hand. Das ist ungefähr 2 Wochen her. Und seitdem ja, stand der hinter mir rum und ich wusste, ich muss noch ein paar Kleinigkeiten am Regler einstellen und es ist immer wieder lustig. So sehr man auch immer wieder hinfiebert, wenn man sagt, boah, wann kommt die Lieferung mit dem neuen Heli, ich will ihn aufbauen. Es muss am besten gestern gewesen sein. Aber wenn es dann darum geht, den Erstflug zu machen, schiebe ich es irgendwie ewig vor mir. Ja, sehr professionell, ich weiß. Ja, jedenfalls, er ist jetzt aufgebaut, wie ihr sehen könnt. Er ist eingestellt und den Erstflug habe ich jetzt heute hinter mich gebracht. Hat ein bisschen Nerven gekostet tatsächlich, lag aber nicht am Heli, sondern lag einfach an mir und geschuldet der Tatsache, dass ich schon ja, eigentlich fast 2 Jahre nicht mehr wirklich viel geflogen bin. Und ja, meine Nerven waren sonst wo. Aber Schritt für Schritt, ich würde sagen, ich gehe mit euch als allererstes nochmal durch, was mir bei dem Aufbau des Helis so aufgefallen ist. Auch es gab 1, 2 Sachen in der Anleitung, die mir nicht so ganz klar waren. Dann schauen wir uns den Heli insgesamt mal an und dann ja, kriegt ihr noch ein paar Eindrücke vom Erstflug. Ich würde sagen, ich habe jetzt hier einfach mal die Anleitung, weil wie gesagt, der Aufbau ist ja schon wieder naja, ein bisschen her. Dementsprechend erinnere ich mich natürlich nicht mehr an alles, was mir während des Baus auffiel. Aber ich hoffe, ich kann so mein Gedächtnis ein klein wenig stützen. Was ich als erstes sagen muss, SAB, Kudos an euch. Ihr habt es geschafft, es noch einfacher zu machen, die Tütchen wirklich zuordnen zu können. Inzwischen ist es jetzt nicht nur so, dass diese Tütchen einfach eine Zahl hatten, sondern inzwischen haben sie noch eine deutlichere Zahl, nämlich wo man dann wirklich sehen kann, auf dieser Seite ist dieses Päckchen mit dieser Unternummer, damit man auch sich ja nicht mehr vertun kann, die falschen Schrauben, die falschen Abstandshalter zu benutzen. Also es ist wirklich, IKEA ist schwierig dagegen, sagen wir es mal so. Ansonsten muss ich wirklich sagen, es waren einige neue Sachen für mich dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim RAW 700 auch schon so ist, weil ich, wie gesagt, keinen RAW 700 besitze. Für mich sehr schön neu war tatsächlich die Anordnung der Servos. Ich glaube, dass, wenn ich mich recht erinnere, mein Gott, das ist schon wieder so lange her, dass es beim Kraken auch schon so war, dass die anders angeordnet waren. Ihr wisst ja, früher bei SAB waren die Servos ja eigentlich immer liegend im Kreis. Das Problem war einfach immer, man kam später nicht mehr an die Servohörner hin. Jetzt ist das wirklich wunderbar. Ich habe im Nachhinein meine Servohörner erst ganz zum Schluss bei der Einstellung dann nochmal drauf gemacht. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass man easy peasy drankommt, aber es ist auch nicht schwierig. Also da tatsächlich fand ich sehr schön. Früher musste ich mir bei SAB, wer noch meine alten Einstellungsvideos kennt, da habe ich immer gesagt, steckt die Servos schon mal an, guckt, dass die im Mittelwert ungefähr sind. Dann macht ihr schon die Servohörner drauf, weil die müssen drauf sein, ihr kommt später nicht mehr hin. Das ist jetzt tatsächlich anders, man kommt wirklich super noch an alles hin und ja, dementsprechend auf jeden Fall ein großes Plus. Hier bei meinen lustigen kleinen Helferlein, das habe ich hier auch auf der Seite 10. Dieses Ding kennen bestimmt noch viele von euch alten SAB-Hasen, sage ich jetzt mal. Das typische Teil, mit dem man die Nylon-Bowls festgemacht hat. Ist das neu? Helft mir mal auf die Sprünge. Ist das neu oder habe ich es einfach nie gesehen? Oder es wurde nie in der Anleitung erwähnt, dass man hier oben die Kugelkopfpfannen reinstecken kann. Ne, wer sich erinnert, die ganzen Anlenkungen, die muss man ja dann immer schön zusammenschrauben. Und gerade bei den kleinen, entweder macht man sich irgendwann die Finger kaputt
Oder man muss eine Zange nehmen, weil irgendwann einfach der Widerstand zu groß ist und man macht sich die halbe Kugelkopfpfanne kaputt. Und mit diesem, das ist so schön einfach. Oh mein Gott. Oh, danke, Hobby. Der RAW 580 besitzt einen Riemenspanner, einen integrierten, was eine sehr schöne Sache ist. Riemenspanner bei mir in der Vergangenheit hatten so die Angewohnheit, die sich irgendwann immer selbst aufgelöst haben. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, aber irgendwann, glaube ich, waren diese Federn einfach so Matschepampe, dass dann das Ding immer so auf 7:30 hing und manchmal habe ich sie einfach dann rausgebaut. Hier wird das Ganze sehr schön beschrieben, wie man das macht. Allerdings ist mir dann aufgefallen, diese Feder hat einen langen Haken und einen kurzen. Und ich bin ja so ein visueller Mensch. Ich gucke dann so, kann ich erkennen, ist das lang, kurz? Nicht wirklich. Ich musste dann tatsächlich nach Logik gehen und ja, meine Logik ist auch nicht immer die beste. Schiebt es darauf, dass ich eine Frau bin, das ist mir scheißegal. Aber ja, ne, also da hätte es mir geholfen, weil sie machen ja wirklich einen tollen Job und schreiben dann zum Beispiel bei Teilen, wo man es nicht genau erkennen kann anhand der 3D-Darstellung, schreiben sie dann hier zum Beispiel immer hin, welches Loch das sein. Ne, intern, also innenliegend, außenliegend. Das machen sie wirklich toll. Wo sie mich dann allerdings total in den Wahnsinn getrieben haben. Und das muss ich dann tatsächlich nochmal anmerken. Also entweder bin ich wirklich zu dumm. Ich schließe das nicht aus. Vielleicht bin ich wirklich zu dumm. Aber auf dieser Seite, wo man das Heckcase zusammenbaut, ne? Wo hier so der Riemen durchkommt und dann der Heckrotor noch mit reinkommt, da ist es einfach irgendwie, also ich versuche mich dann immer wie bei Ikea, ganz böse, wie bei Ikea, auch daran zu orientieren, aha, dieses Teil, was erstmal symmetrisch aussieht, wie viele Bohrungen hat das auf der Seite? Hat das irgendwo ein Langloch auf der anderen Seite? Dann ist das, damit ich erkennen kann, ist das links, rechts, ist das so rum oder so rum? Weiß man ja nicht. Steht hier nirgendwo. Und ich habe es, glaube ich, 3-mal falsch zusammengebaut. Oder nein, beim ersten Mal richtig, beim zweiten Mal falsch, beim dritten Mal dann wieder richtig. Aber dann mit großem Zweifel, ob es denn jetzt wirklich richtig ist. Und naja, der Heli ist heute geflogen. Ich gehe davon aus, es ist richtig. Aber tatsächlich, ja, war das sehr, sehr seltsam. Eine weitere Neuerung, ich habe es vorhin versucht für euch zu filmen am Heli, aber es ist schwierig im zusammengebauten Zustand, sind diese Heckschellen, oder wie soll ich die nennen? Also es sind so Führungen, die in den Heli reinkommen, wo das Heckrohr durchgeschoben wird und die man dann festziehen kann und lose machen kann, um das Heckrohr quasi festzuhalten. Und ein Garant der Wissenschaft tatsächlich ist dieses Teil. Ich wusste am Anfang, trotz Anleitung, nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe es einfach irgendwie so zusammengesetzt mit dieser lustigen langen Madenschraube und Plastikteil, was da von hinten reinkommt und dachte mir dann so, ach so, später sieht sehr ulkig aus hier in der Anleitung und dachte mir, wirst du dann schon kapieren. Irgendwann, als ich es dann zusammenbauen musste und das Heck zu spannen, habe ich es dann auch kapiert. Es ist total cool, weil es eigentlich nichts anderes tut, als dass man es auf das Heckrohr draufschiebt bis zum Anschlag. Und dann wo ist sie denn? Hier, diese Schraube hier einschraubt und dadurch das Teil auf der anderen Seite natürlich rausschiebt. Dadurch, wenn ihr euer Heck schon relativ fest habt, könnt ihr dann das Heckrohr rausschieben. Das, was ihr früher beim Goblin machen musstet, mit ziehen und irgendwie aber dann noch mit der anderen Hand irgendwie noch vorne festschrauben, damit die Heckspannung hält, Riemenspannung. Das macht jetzt dieses Ding. Und das finde ich tatsächlich klasse. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Also richtig geil. War im ersten Moment für mich sehr viel Neuland. Eine weitere Neuerung, die ich auch richtig klasse finde, ist die Driverless-Plattform. Die hat jetzt nämlich integrierte Dämpfer. Total cool. Also da sind jetzt, ich hoffe mal, man kann das sehen. Hier sieht man das so ein bisschen und hier drüben sieht man das auch nochmal. Da sind jetzt so integrierte kleine Dämpfer drin. So wie damals, erinnert ihr euch, bei den ersten Phantom-Drohnen, wo man dann die GoPro draufgepackt hat, damit die dann nicht diesen Jitter-Effekt hat. Finde ich richtig cool.
dass da jetzt schon so ein bisschen Dämpfung gemacht wird, weil je nachdem, welches Flyballast-System man hat, braucht man das tatsächlich. Und wir haben nach wie vor natürlich diese coole Antennenführung auf dem Rücken, die dafür sorgt, dass die Antennenkabel nicht wie bei manchen meiner Helis irgendwo unten aus der Haube rausschauen oder, naja, irgendwo oben rausschauen. Und wenn man dann zu lange auf dem Rücken fliegt, macht es grrr und dann werden schön die Antennen abgeschraubt. Nein. Wir haben nach wie vor natürlich dieses coole, Moment, das coole Kabelführungssystem und auch natürlich eine, ja, wie soll ich sagen, einen Vorschlag, wie man das Ganze machen sollte. Und ja, wie beim Kraken auch schon, kann ich nur sagen, dieser Heli sieht picobello aus. Wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und den verkabelt, ich bin nämlich jetzt bei weitem kein Kabelweltmeister, ich bin da zu ungeduldig, weil ich mir mal denke, ach, machst du noch 10 Einstellungen, rupfst du das sowieso wieder 10-mal raus. Aber ist wirklich toll, mit 3 Schräubchen auch wieder lose gemacht und Kabelbinder sind zum Beispiel schon mit dabei, Klebebänder sind dabei, also ne, SAB, man muss sich um nichts mehr kümmern, finde ich richtig toll. Ich muss sagen, diese Führungsschiene für den Akku, die ist bei mir noch ein kleines bisschen hakelig. Die könnte besser laufen. Ich habe das Ding so zusammengebaut, wie es sein soll. Vielleicht muss sich das auch erst so ein bisschen einlaufen, dass man sagen kann, ja, okay, das flutscht jetzt richtig schön. Bei mir tut es das nicht. Also ich brauche auf jeden Fall immer eine Hand, um diese Lippe hochzuhalten und bei dem anderen muss ich dann immer so ein bisschen rocken und ziehen und damit das dann wirklich reinkommt. Also es ist nicht so schön smooth, wie ich das von anderen Systemen oder von vorherigen SAB-Helis mit Schiene kannte. Nun ja, so ist es nun mal. Vielleicht ändert sich das ja noch. Ansonsten, was kann ich denn sonst noch über den Heli sagen? Ich habe mir ein neues Heckservo bestellt. Ich habe euch beim Unboxing dieses lustige kleine Regenbogenservo gezeigt. Leider, das war mein eigener Fehler. Ich hoffe, ich habe niemanden damit in die Irre geleitet. Am Heck haben wir kein MIDI-Servo, sondern ein Standard-Servo. Ich habe dann bei dem Shop, wo ich das bestellt habe, beim Heli-Coach, habe ich angerufen und habe gefragt, du, sorry, tut mir furchtbar leid, ich bin doof. Ich habe das einfach total übersehen. Und gibt es eine Möglichkeit, dann konnte ich meins zurückschicken und habe dann das Standard-Servo gekriegt, natürlich auch in Einhorn, Regenbogenfarbe, selbstverständlich. Und ja, so gesehen, ne, ich hoffe, ihr habt nicht denselben Fehler gemacht und mir blind vertraut, denn auch ich mache mal Fehler. Und war zum Beispiel einer davon. Jetzt habe ich das kleine Heli-Line nochmal hergeholt, um euch ein paar Sachen zu zeigen. Also die Blätter sehen auch sehr top aus, wie ihr sehen könnt. Ne? Kann man nichts sagen. Eine Sache, die mich ein wenig überrascht hat, denn ihr wisst ja, ich habe die Komponenten aus meinem alten Heli benutzt, also aus dem Goblin 570 Sport. Also hatte ich da meinen Contronic-Regler und meinen Motor und ja, habe die einfach ausgebaut und ihr kennt das ja noch, wie das bei den alten Goblins so lief. Da liefen ja die Motorkabel immer seitlich an dem Chassis entlang und unten drin war dann immer der Regler. Hier ist es jetzt andersrum, denn hier sitzt beides vorne drauf und ich habe mir dann den Kopf zerbrochen, wo ich diese Motorkabel denn hier drin entlang führe. Und ja, natürlich, wenn man dann nochmal genau in die Anleitung guckt, sieht man, dass es halt dann so gehört, nämlich oben drauf. Und ja, dann musste ich, lass mich mal nicht lügen, ich würde sagen, so viel Reglerkabel musste ich abschneiden. Hat sich nicht gut angefühlt. Ich immer gedacht habe, oh, und was ist, wenn du sie mal wieder länger brauchst, wenn das jetzt richtig war. War auch ein bisschen tricky, das Ganze zu löten. Aber ja, also man kann ja nicht lügen, ne? Also schön und aufgeräumt aussehen tut's. Ja gut, sind ein bisschen buckelig, meine ganzen Sachen. Aber ist egal, es funktioniert. Ihr seht, der Kolibri bei mir, der hat auch eine Lüftung. Ist auch kein Problem. Also ich habe ein paar Leute im Internet gesehen, die sich beschwert haben, ihr Regler würde mit Lüftern nicht unter die Haube reinpassen. Ich glaube, das sind dann aber auch irgendwelche Server-Lüftungsteile, die da reinbauen. Ich habe keine Ahnung. Also ich sag jetzt mal für Otto Normalos wie mich, sowas hier ohne Probleme passt da unten rein. Ich bin jetzt aber allerdings auch kein Hardcore-Top-Pilot, deswegen kann gut sein, dass jemand einen fetten Lüfter braucht. Für alle Leute, die sowas benutzen wie ich, das funktioniert wunderbar. Bei der Haube muss ich tatsächlich sagen, die ist nach wie vor eigentlich recht schick. Also der Heli sieht auch sehr schick damit aus. Heute beim Erstflug, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich nervös war, weil ich überhaupt keine Übung mehr habe oder weil ich den Heli nicht kenne und dem Heli nicht vertraue.
Hier nicht vertraue, dem hier nicht vertraue, wie auch immer. Jedenfalls, man muss sich ja immer so an den neuen Look gewöhnen. Und es wird immer so verkauft, dass man das sicher leichter tut, weil ja auf der Seite rot und auf der Seite grün ist. Für mich war es ein bisschen komisch, muss ich ehrlich gestehen, weil mein Hirn, glaube ich, immer gesagt hat so, oh, sieht anders aus, was ist das, was ist das? Ist das jetzt links, ist das jetzt rechts? Man hat ja auch nicht so viel Fläche tatsächlich. Und mir hat tatsächlich das Gelb. Das Gelb hat mir extrem viel geholfen, wenn der Heli dann so runtergekommen ist, damit ich halt gesehen habe, wo oben und unten ist. Oder auch halt so beim Nasenschweben so. Ich hätte mir, glaube ich, sogar fast noch gewünscht, dass das hier eine andere Farbe hat, damit ich wirklich sehen kann, Gelb ist oben und in der Mitte. Kann ich euch sonst noch erzählen? Ja, nee, wie gesagt, Aufbau ging relativ easy von der Hand, 2 Nachmittage. Stunden oder sowas. Also ich habe mir auch Zeit gelassen. Und ja, wie ihr schon gehört habt, es waren Sachen dabei, wo ich 5-mal hin und her gebaut habe. Und dann war es eigentlich nur noch ein Nachmittag mit Einstellerei. Ich habe das Setup von meinem Goblin 570 übernommen. Habe natürlich die ganzen Wirkrichtungen nochmal überprüft. Ein paar Servolaufrichtungen musste ich verstellen. Also es war eigentlich fast ein neues Setup, wenn man ganz ehrlich ist. Sind halt nur so diese kleinen Spezialsachen, die vorher schon im Setup drin waren, die ich jetzt einfach übernommen habe und hoffe, dass sie nicht zu meinem Untergang führen, weil sie nicht zum Heli passen, aber ich hoffe es einfach mal schon. Nee, ansonsten kann ich gar nicht so viel sagen, außer das Ding fliegt wunderbar. Ich glaube, das Problem lag heute eher hinterm Sender, also bei mir. Mit Windunsicherheit, nicht erfahren, dem Heli noch nicht vertrauend. Er hat allerdings ein sehr schönes Laufgeräusch, ist sehr ruhig. Die Sichtbarkeit, wie gesagt, ist so lala, aber vielleicht muss ich mich da auch erst wieder dran gewöhnen. Ich habe jetzt natürlich kein Video vom Erstflug oder irgendwie sowas, weil ich war halt allein auf dem Flugfeld. Ich werde gucken, dass ich in Zukunft dann mal wieder meine GoPro lade und mir auf den Kopf klemme, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Aber das, was ich aufgenommen habe, möchte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Wir sind da. Ich hab Schiss. Aber egal. Was soll's. Ich bin jetzt hier am Flugfeld, meinem Feld des Vertrauens angekommen. Und es ist gleich soweit. Und ich fühle mich sehr ängstlich, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich jetzt seit über einem Jahr nicht mehr wirklich geflogen bin. Ich habe es irgendwie noch geschafft, das Ding einzustellen. Ich fühle mich wie so ein Anfänger. Und irgendwie, sonst hatte ich bei Erstflügen immer irgendjemanden dabei. Aber heute nicht. Heute bin ich auf mich alleine gestellt. Und ich glaube, ihr kennt alle das Gefühl, wenn man sich denkt, habe ich auch alles richtig eingestellt, alle Wirkrichtungen kontrolliert, ist vielleicht irgendwo eine Schraube nicht ganz fest angezogen, nicht, dass irgendwo irgendwas schleift, nicht, dass es in der Luft macht. Ja, ich schinde nur Zeit. Es wird Zeit für den Erstflug. Er hat es überlebt und ich auch. Oh mein Gott, ich fühle mich echt wie so ein Mega-Anfänger. Ich war nur noch so im Schweben und so ein bisschen links, rechts, aber es ist echt erstaunlich, wie schnell es zurückkommt. Also was ich echt sagen muss, sogar für mich, ich musste, selbst wenn ich jetzt die ganze Zeit geflogen wäre, ich muss erst dieses Vertrauen zu diesem Hubschrauber gewinnen, weil man ja nicht weiß, ne, ob das Heck irgendwo raustreten, eine Figur. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese neue Canopy,
ja, man muss es mögen. Also für mich war es jetzt gerade noch mit meiner Unerfahrenheit jetzt nach einem Jahr, es war schon echt knackig. Und was mir am meisten geholfen hat, war tatsächlich das Gelb hier vorne. Das hat mir sehr viel geholfen. Ansonsten weiß ich tatsächlich nicht, ob dieses Grün auf der einen und das Rot auf der anderen Seite, ob das so viel bringt. Mich verwirrt es tatsächlich ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist das auch alles Gewohnheitssache. Ansonsten, der Spurlauf hat mir ein bisschen Probleme bereitet. Ich glaube, ich habe ihn jetzt aber so halbwegs eingestellt. Und ja, ein bisschen an den Drehzahlen rumgeschraubt, so an der untersten und an der mittleren. Heute ist es, wie ihr schon hört, so ein bisschen windig. Also perfekter Tag für einen Erstflug. Aber ja, es hat alles getan, wie es sollte. Das Heck hält. Man muss sich natürlich erstmal an alles gewöhnen. Ich habe wieder tatsächlich ein paar Funnels geflogen, ein paar Flips, ein paar Loopings, ein paar TikToks, Rainbows. Das war's. Keine Viroflips oder sonst irgendwas, wo ich mich vertun könnte. Wir arbeiten uns jetzt langsam mal vor. Aber ein sehr angenehmes Laufgeräusch tatsächlich. Ich hatte mit dem Schwerpunkt auch keine Probleme. Also dafür, dass es heute so windig ist und eigentlich nur Grundsetup drauf ist, lief es echt gut, muss ich wirklich sagen. Ja, und wie schon gesagt, der Erstflug war sehr unspektakulär. Ich bin sehr erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Ich habe jetzt auch nochmal überprüft, ob irgendwas locker geworden ist und so weiter, was ihr alle immer machen solltet bei einem neuen Heli, weil ich fliege seit 12 Jahren. Ich habe schon sehr viel gesehen, Sachen, die sich dann auf einmal, wo man doch nicht genug Loctite dran gemacht hat, die sich dann rausvibrieren. Auf einmal geht das Heck nicht mehr, ne? Gibt es alles. Deswegen immer schön auch eure Nachflugkontrolle machen. Ich werde jetzt meine Akkus wieder laden. Hoffe, dass das Wetter jetzt die Woche schön bleibt, damit ich ab und zu mal in der Mittagspause oder vielleicht nach der Arbeit mal schnell aufs Feld kann. Damit ich jetzt auch langsam mal wieder reinkomme, denn dieses Jahr stehen tatsächlich mal wieder ein paar Events an. Der 580 wird, glaube ich, mein Travel Heli, weil der einfacher als ein 700er ins Gepäck passt. Und dementsprechend muss ich mit der Kiste jetzt mal warm werden und wir werden eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und ich glaube, es wird auch mal wieder Zeit, dass ich anfange, einen Simulator zu fliegen. Tut mir leid, dass ich kein richtiges Video vom Erstflug habe, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch diese Infos irgendwie ein bisschen weiterhelfen, dass ihr vielleicht einen besseren Einblick über den Heli bekommen habt. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann natürlich immer gern her damit. Schreibt sie unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, auf alles zu antworten. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder und ich hoffe, ich kann euch bald ein neues Flugvideo bringen. Also dann, bleibt gesund, ich freue mich auf euch. Bis dann!